Hey, Servus. Heute geht es zum Leistungstest nach Innsbruck und ich bin jetzt gerade bei Michi und wir werden euch einfach mal mitnehmen zu meinem Trainer und die ganze Leistungsthematik durchsprechen. Ja, fürs Interview nehmen wir die Masken runter. Ja, servus. Wir sind jetzt hier in Innsbruck bei Sportmed 1.0 und F7 drinnen, haben den Leistungstest gemacht und genau, da haben wir eben mit Flo Ebenbichler, mein Trainer. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, erzählst ein bisschen was zu dir. Ja, also wir sind da bei Sportsmed 1.0. Wir betreuen da eigentlich Sportarten und Sportler verschiedener Richtungen. Wir haben da die Möglichkeit, Leistungstests zu fahren, sportmedizinisch und auch rein trainingstechnisch. Und darüber hinaus betreuen wir noch Athleten über einen individuellen Trainingsplan. Genau, und ich bin jetzt zum zweiten Mal bei den X-Labs dabei und habe eigentlich schon bei den ersten X-Labs angefangen mit dem Flo zu trainieren. Und ich kriege alle 2 Wochen eben individuell einen Trainingsplan auf mich abgeschnitten, das ist echt saugeil. Und was mich immer wieder Leute fragen und was ich mich auch am Anfang gefragt habe, wie schaut denn das Training für einen X-Labs-Athleten aus? Ich habe das am Anfang alleine für mich gemacht, weil ich einfach gedacht habe, naja, von den Trainingsprinzipien sind es zwei verschiedene Paar Schuhe, weil man hat extrem lange Ausdauer, aber auch wenn man jetzt mittags irgendwo am Turnpoint landen muss, muss man natürlich wieder Gas geben, dass man schnell irgendwo auf den Berg hochkommt, intensive Belastungen hat und wie kann man da so einen guten Kompromiss quasi beim Training erreichen, um die Gesamtheit bei den X-Labs abzudecken. Ja, du hast es gerade gesagt, Markus, also die Ambivalenz im Training ist eigentlich hoch. Man hat die hochintensiven Einheiten, da kann man mit Intervalle arbeiten, mit hochintensivem Training, braucht da Kraftausdauer und spezifische Einheiten. Zusätzlich habt ihr jetzt beim Schlechtwetter die Karte, dass es sehr stupide Ausdauereinheit werden kann. Man muss sich lange Zeit im niedrigen Bereich aufhalten, möglichst guten Stoffwechsel haben, nicht ermüden. Und was uns auch noch gefällt ist, desto höher man die 2 Säulen differenziert, desto wichtiger ist es nebenher die Erholung einzubauen, dass man sich auch über Nacht erholt und dann nach einem harten Flug kognitiv erholen kann und dann physisch noch dazu. Ja, Regenerationsfähigkeit, das ist auch ein super Stichwort eigentlich bei dem Ganzen. Was sind die Herausforderungen jetzt gerade bei der Trainingsplangestaltung für, ich sag mal, jetzt jemanden, der die Fitnesstraining ist ja eine Säule für die ganze Vorbereitung für die X-Labs. Dann gibt es noch Flugtraining, an guten Flugtagen muss man natürlich fliegen gehen. Dann für mich relevant ist dann auch noch den Teamaufbau, Teambuilding-Maßnahmen, die ganze Organisation.
dass man das in den X-Alps-Rhythmus mit reinbringt sozusagen, weil da ist ja, man muss improvisieren und das Beste daraus machen, aber man kann jetzt nicht strikt nach Plan vorgehen. Nein, die Flexibilität muss erhalten bleiben. Der X-Alps-Athlet muss so viele Qualitäten mitbringen, dass er überhaupt da starten kann. Die physische, psychische Leistungsfähigkeit, die Planung, dann muss er sich auch an die Umweltbedingungen halten. Wenn natürlich einmal ein gutes Wetter ist, sollte man da im Team simulieren, damit man zusammen Zeit verbringt. Und da soll der Trainingsplan eigentlich einfach unterstützend dienen. Es soll dir eine Möglichkeit bieten, dass du einen Plan halten kannst, so gut es geht, aber auch so viel Freiraum, dass du einmal sagen kannst, heute ist wichtiger, dass ich im Team Präferenzen setze und da einmal eine Taktikbesprechung mache. Ja, Flo, wir haben ja jetzt den Leistungstest auf dem Radl gemacht. Ich habe mir die Frage selber auch schon gestellt und mir wurde die Frage jetzt auch schon öfters gestellt, warum, ich bin ja eigentlich nicht mit dem Radl unterwegs, ich bin zu Fuß in den Bergen unterwegs, hauptsächlich wandernd, hikend und habe einen Rucksack auf. Warum macht man das Ganze nicht spezifisch? Warum gehen wir beim Leistungstest aufs Radl? Der Leistungstest soll einfach ein Part von der ganzen Testbatterie sein. Da können wir sehr standardisiert erheben, wie ist der medizinische Zustand, Belastungs-EKG, Blutdruck. Man kann super Laktat abnehmen, weil einfach der Körper in Ruhe ist. Man kann Atemgas messen. Und zu der Testbatterie kommt dann dazu die Überwachung des Trainings über standardisierte Einheiten. Man kann 10.000 Meter laufen oder man kann 1.000 Höhenmeter gehen auf der gleichen Strecke, um das zu evaluieren. Und zusätzlich ist interessant, dass man bei Feldtests einfach erhebt, über Kameras, über Laktatabnahme im Feld, wie verhält sich der Athlet bei wirklich Belastung am technisch schweren Gelände oder zum Beispiel nach einem langen Flugtag. Ja, es geht quasi um das Gesamtbild, genau, was man einfach reproduzierbar und standardmäßig abbilden kann, sozusagen. Genau. Ja. Und natürlich das Feedback vom Athleten, wie es ihm auch geht. Ja. Ist er müde, schlaft er gut, kann er sich in der Früh erholen. Den Leistungstest haben wir jetzt auch gemacht. Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt hat. Ist jetzt wieder ein bisschen Zeit verstrichen vom letzten Leistungstest. Hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Und bis zu den X-Alps sind es jetzt noch 6 Wochen. Jetzt sind wir quasi im Endspurt mit den Vorbereitungen, mit dem Training wird man wahrscheinlich dann zum Ende hin sogar noch mal ein bisschen Tempo rausnehmen. An der Stelle vielen Dank, Flo, für die Unterstützung, für die letzten X-Alps und jetzt für die diesjährigen X-Alps wieder. Das taugt mir echt, macht Spaß. Also immer gut, einen Trainer zu haben, der dann immer noch ein bisschen Druck macht, wenn die nicht so schönen Trainingseinheiten kommen. Stimmt. Also, ja, vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank auch von uns, dass wir Teil von dem ganzen Projekt sein können. Es macht uns Freude, da ein bisschen so außerhalb von unseren gewohnten Sportarten auch Athleten zu betreuen, auf einem sehr hohen Niveau. Wir möchten euch alles Gute wünschen und vor allem verliert nicht die Freude an der ganzen Aktion und passt auf euch auf und kommt es gut an. Ja, danke. Das ist ein guter Ratschlag. Jo, ihr habt ja jetzt das Video vom Leistungstest gesehen. Wir waren bei meinem Trainer in Innsbruck, beim Flo Ebenbichler. Und jetzt sind ein paar Tage vergangen, wir sind wieder daheim. Ich habe die Auswertung erhalten. Jetzt fängt es halt gerade zum Pissen an, aber naja, wir haben ja gute Kleidung. Genau. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum nimmt man sich überhaupt einen Trainer? Was ist so der Benefit? Und ich war am Anfang auch eher skeptisch gegenüber der ganzen Geschichte und ich verstehe ein bisschen was davon und habe mir mehr oder weniger selber immer Gedanken gemacht, selber einen Trainingsplan geschrieben. Aber ich hab einfach ich habe nie gewusst, ob es noch besser geht, ob es effizienter geht. Und für die X-Alps 2019 habe ich das dann mal ausprobiert. Und ich bin auf den Flo gekommen, weil der hat einen Pascal Purin, Manuel Nübel und einen Paul Takac schon bei den X-Alps 2017 trainiert. Und 2017 habe ich einen Paul bei einem Border Race mal getroffen und der war so unglaublich fit. Und da habe ich mir gedacht, hey, also so ein Trainer, wenn der in so kurzer Zeit so viel rausholt aus einem, das muss ich mal ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht und ich habe halt dann einfach festgestellt, dass das einfach nur Vorteile hat. Natürlich kostet es ein bisschen was, aber die Zeit, die ich selber investiere für den Trainingsplan, die muss ich einfach nicht mehr investieren.
Das heißt, das Ganze ist outgesourced, man hat ein brutales Zeitersparnis. Es hockt sich jemand wirklich hin, der von Ahnung hat, von mehreren Leuten Ahnung hat, mit Überlastung und so weiter, einfach ein gutes Händchen hat und mir individuell alle 2 Wochen einen neuen Trainingsplan auf meine Bedürfnisse zuschneidet. Und natürlich, ich meine, wenn du einen Trainer hast, der schaut sich deine Einheiten an, da gehst du mit einer ganz anderen Disziplin an die Trainingseinheiten, weil ich meine, jeder kennt es, es gibt mal das schlechte Wetter, es regnet und man hat keinen Bock aufs Training und da gibt es keine Ausrede. Und durch das Training habe ich natürlich auch nochmal echt gute Fortschritte machen können und meine Erfahrungswerte und die konkreten Fortschritte schauen wir uns am PC an. Ich habe jetzt hier die Ergebnisse von meinem Leistungstest offen. Und ich meine, euch interessiert wahrscheinlich so ein bisschen meine Erfahrungen mit dem Trainer und welche Fortschritte ich gemacht habe. Und bei mir war es so, 2019, wo ich mir den Flo dazu geholt habe, um mich auf die X-Selbst vorzubereiten, da dachte ich, ich wäre eigentlich echt schon in einem guten Leistungsstand. Und ich bin 4 Jahre aktiv Rennrad gefahren und habe dann einen längeren Background eigentlich. Und mit meinem eigenen Training habe ich nicht mehr so wirklich große Fortschritte gemacht. Natürlich geht es stetig mit dem Training immer weiter nach oben. Aber also ich muss sagen, ich bin echt nochmal deutlich fitter geworden und das ist nicht einfach so dahergesagt. Also ich kann da mal ein paar Kenngrößen hernehmen. Ich meine, was für die Ausdauersportler ganz interessant ist, ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Im Vergleich zum ersten Test 2019 im Januar habe ich die jetzt bei dem aktuellen Test um fast 20%, also um genau genommen 18,4 gesteigert. Und im Vergleich zum letzten Test im Oktober 2020 war der um 10%. Maximale Leistung ist jetzt eher irrelevant für die X-Selbst. Da hat sich ein bisschen was getan, aber jetzt auch nicht so viel. Wichtig bzw. interessanter sind dann, ich habe in meinem Trainingsplan für mich und meinen Trainer eher relevant eine Kennzahl für die aerobe Schwelle und die anaerobe. Das spiegelt jetzt nicht 1:1 die Schwelle wider, aber gerade da hat es auch enorme Verbesserungen gegeben. Also im aeroben Bereich um 12% und im anaeroben Bereich sogar 50%. Und wenn man das jetzt einfach interpretiert, man ist einfach bei gleicher Leistung im aeroben Bereich und baut kein Laktat auf. Also man ist viel schneller unterwegs, ohne dass man irgendwo in eine Sauerstoffschuld kommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei den X-Selbst. Und ich meine, anhand von der Kenngröße jetzt da 50% Verbesserung rauszuholen, ist halt schon enorm. Auf der anderen Seite natürlich, durch mein eigenes Training hätte ich es auch verbessert, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Ergebnisse da anders aussehen würden. Und was halt auch ganz gut auffällt, ich hab da so eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich mir halt die Trainingsergebnisse von den Leistungstests vergleiche, dass mein Fat Burn Max, also die maximale Fettverbrennung bei der jeweiligen Leistung gestiegen ist und die Leistung, wo der maximale Energiegehalt aus Fett bezogen wird, auch gestiegen ist. Das heißt, bei höherer Intensität ziehe ich mehr aus dem Fettstoffspeicher und generell ziehe ich auch mehr aus den Fetten. Und das ist wieder interessant für das Thema Ernährung, weil bei den X-Selbst muss ich halt 5.500 bis 6.000 Kalorien zu mir nehmen, weil ich das einfach pro Tag verbrenne über 12 Tage. Und über Fette kann ich das natürlich leichter zu mir nehmen, wie jetzt über Gemüse, generell Kohlenhydrate und Proteine. Also Fett ist einfach viel energiedichter
Und also ich meine, die Ergebnisse spiegeln das eigentlich echt nochmal gut ab, wie ich mich fühle, dass ich da nochmal, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich bin so an einem, wie so ein Stagnationspunkt, nochmal echt spürbare Fortschritte machen konnte. Und ich meine, ich will jetzt keinen Aufruf starten, um euch einen Trainer zu holen, sondern, keine Ahnung, wenn es den einen oder anderen interessiert, testet es vielleicht einfach mal aus und guckt, wie ihr euch fühlt. Und ich finde es auf jeden Fall geil, jemanden zu haben, wo man sich auch austauschen kann. Das Ganze nochmal analysiert, wie das Training gelaufen ist, wie man sich gefühlt hat, ob es vielleicht zu wenig war, zu wenig intensiv, zu wenig Volumen oder ob man schon gerade so ein bisschen an einer Überlastung eigentlich vorbeigekratzt ist. Und man entwickelt so in dem Gespräch dann ein viel intensiveres und besseres Verständnis von seinem Körper. Das war jetzt ein eher spezifisches Video im Sinne von der Trainingsphilosophie. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und euch hat es interessiert. Wenn die eine oder andere Frage noch aufgekommen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden auch demnächst ein Video veröffentlichen, speziell über Ernährung bei den X-Ups, weil das ist auch ein sehr spannendes und interessantes Thema, wie man konstant eben auf so eine Menge von Kalorien kommt, dass der Körper immer funktioniert und weitergeht, weil ich meine, von 5 Uhr morgens bis 22:30 Uhr abends, das sind 17,5 Stunden und im Prinzip ist der Athlet wie so eine Maschine und der muss konstant immer Energie bekommen, sonst läuft es einfach nicht mehr. Und da kann man extrem viel falsch machen, aber auch viel gut. Und da haben wir uns speziell im Team auch viele Gedanken gemacht. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Servus! Mehr kann man dazu eigentlich nicht labern.